Conyers, Georgia. Am 13. Januar 2010 gegen 16:30 Uhr patrouillierte ein Polizeibeamter wie üblich durch die Straßen, als die 16-jährige Tasmiyah Whitehead unter Tränen auf sein Fahrzeug zulief. In Panik und völlig außer Atem erzählte sie, dass sie und ihre Zwillingsschwester Jasmiyah ihre Mutter brutal ermordet in der Wohnung ihres Freundes gefunden hätten. Die Wohnung war verwüstet. Der Boden und die Wände waren mit Blut bespritzt. Die 34-jährige Nikki Whitehead wurde tot im Badezimmer gefunden. Es war ein schrecklicher Anblick und ihre Zwillingstöchter waren außer sich vor Entsetzen. Die Polizei fand schnell eine mögliche Tatwaffe, eine zerbrochene Vase, die im Wohnzimmer auf dem Boden lag. Blutspuren deuteten darauf hin, dass Nikki versucht hatte, durch die Hintertür aus dem Haus zu fliehen, diese jedoch verschlossen war. Sie erlitt etwa 80 Stichverletzungen und ihr Rückenmark war beinahe durchtrennt. Schließlich erlag sie ihren Verletzungen und wurde ins Badezimmer geschleift. Es war offensichtlich, dass der Täter versucht hatte, Spuren zu beseitigen, doch die Blutmenge war so groß, dass eine vollständige Reinigung unmöglich war. Aus dem Wäscheschrank neben der Badewanne fehlte ein Stapel Handtücher. Es sah nicht so aus, als sei etwas gestohlen worden, und es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Das deutete darauf hin, dass der Täter Nikki persönlich gekannt haben musste. Die Polizei wollte zunächst nur mit einer Person sprechen, Robert Head, der seit mehreren Jahren Nickys Freund war. Die Beamtinnen und Beamten vermuteten, dass es sich um ein Verbrechen aus Leidenschaft oder um einen eskalierten Streit handeln könnte. Jasmiyah und Tasmiyah erklärten jedoch, dies sei unmöglich, da Robert am Vortag zu seiner Arbeit als Fernfahrer aufgebrochen sei. Stattdessen lenkten sie den Verdacht auf eine andere Person. Nikki habe noch einen weiteren Freund namens Joe gehabt und die Mädchen sagten, sie hätten gehört, wie ihre Mutter am frühen Morgen telefonisch mit ihm gestritten habe. Die Ermittler suchten Joe auf und befragten ihn. Er wirkte aufrichtig schockiert über Nickys Tod und erklärte, er habe keine Ahnung, wer ihr etwas angetan haben könnte. Den Streit räumte er ein, betonte jedoch, dass Nikki dabei die Aggressorin gewesen sei. Die Ermittler hielten seine Aussagen für plausibel und kehrten ohne neue Ansatzpunkte zurück. Am 14. Januar gegen 10 Uhr morgens benötigte die Polizei weitere Informationen über die Tage und Wochen vor dem Mord. Die einzigen Personen, die darüber Auskunft geben konnten, waren Jasmiyah und Tasmiyah. Deshalb brachte man die beiden Mädchen zur Polizeistation. Während des Verhörs begann Tasmiyah, sich in die Hand zu beißen. Sie erklärte, dies sei eine nervöse Angewohnheit und geschehe immer dann, wenn sie sehr aufgeregt sei. Im Laufe des Gesprächs erzählte sie, dass sie und ihre Schwester ihre Mutter in der Nacht nicht gesehen hätten, da diese ihr Zimmer abgeschlossen habe und nur selbst den Schlüssel besessen habe. Am Morgen hätten sie das Haus gegen 7:30 Uhr verlassen und den Schulbus verpasst. Da die Schule nicht weit entfernt gewesen sei, seien sie zu Fuß gegangen. Als sie später zurückgekommen seien, sei Tasmiyah in die Küche gegangen, habe ihre Sachen abgelegt und Blut auf dem Boden gesehen. Im Schlafzimmer ihrer Mutter habe sie noch mehr Blut entdeckt und sei daraufhin ins Badezimmer gegangen, wo sie die Leiche gefunden habe. Sie gab außerdem zu, dass sie und ihre Schwester ihrer Mutter früher manchmal den Tod gewünscht hätten und dass dieser Wunsch nun tatsächlich eingetreten sei. Nachdem der Ermittler Tasmiyah gebeten hatte, den Raum zu verlassen und ihre Schwester hereinzuschicken, wurde sie sichtbar nervös und fragte, warum man sie trennen wolle. Sie äußerte den Verdacht, dass die Ermittler sie für den Mord an ihrer Mutter verantwortlich machten. Die Polizei nahm zu diesem Zeitpunkt zwar die Kratzer und Bissspuren an den Körpern der Zwillinge wahr, äußerte sich dazu jedoch nicht. Innerlich wurde den Beamtinnen und Beamten jedoch zunehmend klar, dass die Geschichte der Mädchen nicht vollständig stimmig war. Ermittler Swift fragte die beiden, ob er etwas für sie tun könne. Darauf reagierten die Zwillinge ungewöhnlich und fragten, ob sie eine Folge der Serie Crime Scene sehen dürften. In diesem Moment hatten die Ermittler erstmals das Gefühl, ihren Hauptverdächtigen gegenüber zu sitzen. Obwohl die Mädchen einräumten, ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt zu haben, reichte dies zunächst nicht aus, um ein Motiv eindeutig festzulegen. Zudem warteten die Beamten noch auf die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen der am Tatort gesicherten Spuren. Daher blieb ihnen vorerst nichts anderes übrig, als die beiden Mädchen in die Obhut ihrer Urgroßmutter Della zu geben. Nachdem sie mit Nickys Freunden über Jasmiyah und Tasmiyah gesprochen hatten,
wurde den Beamten schnell klar, dass die Zwillinge die Schwere und Gefährlichkeit ihrer Konflikte mit ihrer Mutter stark heruntergespielt hatten. Die Zwillinge galten als hervorragende Schülerinnen und gut erzogene Mädchen. Sie waren in vielen Bereichen talentiert, darunter Tanz, Musik und Sport, und es schien, als hätten sie eine große Zukunft vor sich. Das Familienleben der beiden war jedoch deutlich schwieriger. Ihre Mutter Nikki war im Gefängnis geboren worden, während ihre eigene Mutter eine Haftstrafe wegen Besitzes illegaler Substanzen verbüßte. Als Nikki 16 Jahre alt war, lief sie von zu Hause weg und lebte längere Zeit auf der Straße. In dieser Phase wurde sie schwanger. Mit 18 Jahren brachte sie die Zwillinge zur Welt und zog zu ihrer Großmutter Della Fraser. Die Beziehung zwischen Nikki und den Mädchen war von Anfang an angespannt, da sie häufig abwesend war, feierte und Alkohol konsumierte. Als Jasmiyah und Tasmiyah älter wurden, empfanden sie die Erziehungsversuche ihrer Mutter als heuchlerisch. Im Jahr 2007 lernte Nikki den 55-jährigen Robert Head kennen. Sie verstanden sich gut und er übernahm zunehmend die Rolle des Versorgers für sie und ihre Töchter. Kurz darauf zogen sie zu ihm in eine gesicherte Wohnanlage in einer wohlhabenden Gegend mit niedriger Kriminalitätsrate. Dies bedeutete einen Neuanfang für Nikki und die Mädchen und vermittelte ihnen zunächst ein Gefühl von Stabilität. Robert arbeitete als Fernfahrer und war häufig unterwegs, sodass Nikki den Alltag mit den Zwillingen meist allein bewältigen musste. Freunde und Familienangehörige berichteten, dass ihr dies schwer fiel, da sie zuvor kaum allein Verantwortung getragen hatte. Die Mädchen widersetzten sich zunehmend den Regeln ihrer Mutter und gerieten immer häufiger mit ihr aneinander. Eines Nachts wurde ein Notruf abgesetzt, nachdem Nikki festgestellt hatte, dass die 13-jährige Jasmiyah das Haus verlassen hatte, um sich mit einem Freund zu treffen. Die Streitigkeiten zwischen Mutter und Töchtern eskalierten immer wieder und führten teils zu körperlichen Auseinandersetzungen. Bei einem dieser Vorfälle rief Nikki panisch eine Freundin an und berichtete, sie habe sich im Badezimmer eingeschlossen, weil die Mädchen versucht hätten, sie anzugreifen. Als die Polizei eintraf, zeigte Nikki den Beamtinnen und Beamten Kratzspuren und Blut. Auch Tasmiyah wies Kratzer auf und erklärte, ihre Mutter habe den Streit begonnen. Kurz nach diesem Vorfall, im Jahr 2008, übernahm Della erneut die Vormundschaft für die Mädchen. Am 5. Januar 2010 kehrten die 16-jährigen Tasmiyah und Jasmiyah zu Nikki zurück. Die Mädchen protestierten und erklärten, sie wollten nicht bei ihr leben, doch das Gericht ordnete eine 2-wöchige Probezeit an. Durch eine tragische Verkettung der Umstände wurde Nikki nur 8 Tage später tot aufgefunden. Nach dem Mord vergingen mehrere Monate, in denen äußerlich wieder Ruhe einkehrte. Die Mädchen kehrten zur Schule zurück und erzielten weiterhin gute Leistungen. Doch im Mai 2010 lagen schließlich die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchungen vor. Diese bestätigten, was die Ermittler bereits vermutet hatten. Die Bissspuren an den Körpern der Zwillinge stimmten mit dem Zahnabdruck überein, der anhand von Nickis Zähnen erstellt worden war. Als Tasmiyah während der Befragung erklärte, sie habe sich aus Nervosität in die Hand gebissen, stellte sich heraus, dass sie tatsächlich versucht hatte, neue Zahnspuren über jene ihrer Mutter zu legen. Die Vase, mit der Nikki auf den Kopf geschlagen worden war, wies Blut der Zwillinge auf. Zudem wurden die aus dem Wäscheschrank verschwundenen Handtücher gefunden, die ebenfalls mit Blut befleckt waren. Am 21. Mai, dem letzten Schultag, wurden Tasmiyah und Jasmiyah wegen des Mordes an ihrer Mutter festgenommen. Als man sie in den Streifenwagen setzte, begannen sie zu schreien und beteuerte, sie hätten nichts getan. Die Verteidigung argumentierte, dass es sich bei den beiden um eineige Zwillinge handle und daher nicht eindeutig festgestellt werden könne, wessen DNA sich wo befunden habe. Die Anklage hielt dem entgegen, dass dies unerheblich sei, da alles darauf hindeute, dass beide gemeinsam gehandelt hätten. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hatte Nikki die Mädchen gegen 7 Uhr morgens geweckt, woraufhin es kurz darauf zu dem Angriff gekommen sei. Überwachungskameras zeigten später, wie die beiden gemeinsam an einer Tankstelle vorbeigingen. Gegen 10 Uhr tauchten sie zudem gleichzeitig auf den Kameras der Schule auf, als sie verspätet zum Unterricht erschienen. Ein weiterer Umstand, der nach Ansicht der Anklage ihre gemeinsame Beteiligung stützte. Dies sowie die Beweise vom Tatort und Zeugenaussagen, die häufige Streitigkeiten bestätigten, beeinflussten die Entscheidung der Geschworenen, sich auf die Seite der Anklage zu stellen. Am 12. Juli
wurden beide Mädchen wegen Mordes angeklagt und plädierten 2012 auf nicht schuldig. Die Anwälte der Mädchen beantragten einen Deal, bei dem sie sich schuldig bekennen würden. Sie argumentierten, dass Nikki ebenfalls eine Mitverantwortung trage und dass ihre Probleme mit illegalen Substanzen sowie ihr Alkoholkonsum eine Rolle gespielt hätten, ebenso wie die Tatsache, dass sie häufig abwesend gewesen sei und ihre Kinder vernachlässigt habe. Die Anwälte erklärten, die Mädchen hätten diese Situation emotional nicht mehr ertragen können. Aus diesen Gründen beantragten sie, die Mordanklage fallen zu lassen und durch eine Anklage wegen Totschlags zu ersetzen. Die Staatsanwaltschaft erklärte jedoch, dass sie zunächst ein Geständnis der Mädchen selbst hören wolle, bevor sie eine solche Entscheidung in Betracht ziehe. Daraufhin wurden die Zwillinge getrennt voneinander vernommen und schilderten eine schockierende Version der Ereignisse. Tasmia erklärte, sie habe Nikki am Morgen einen Topf weggenommen, woraufhin diese ein Messer ergriffen und ihrer Tochter gedroht habe. Daraufhin habe Tasmia mit dem Topf zugeschlagen. Anschließend habe Nikki Jasmia in den Hals gebissen. Da das Mädchen körperlich unterlegen gewesen sei, habe sie sich nicht befreien können. Ihre Schwester sei ihr daraufhin zu Hilfe gekommen und habe mit dem Messer auf Nikki eingestochen, woraufhin sie die Frau ins Badezimmer gebracht hätten. Laut ihrer Aussage habe die Mutter den Mädchen weiterhin gesagt, dass sie hasse. Die Mädchen erklärten, sie hätten unter Schock gestanden, ihre Tat bereut und dennoch begonnen, darüber nachzudenken, wie sie die Spuren verwischen könnten. Sie hätten zugegeben, dass sie ihre Mutter geliebt hätten und dass alles aus jahrelang aufgestauter Wut zwischen ihnen entstanden sei. Tasmia sagte außerdem, sie habe nie gewollt, dass es so weit komme. Am 9. Januar 2014, fast genau 4 Jahre nach dem Mord an Nikki, erschien Tasmia vor Gericht und bekannte sich des Totschlags schuldig. Einen Monat später folgte Jasmia ihrem Beispiel. Beide wurden zu 30 Jahren Haft verurteilt und ihr Anwalt erklärte, dieses Urteil ermögliche den Mädchen zumindest eine gewisse Perspektive für die Zukunft. Es war kurz vor Weihnachten in einem ruhigen Vorort von Mansfield, Texas, als die Polizei einen Notruf erhielt. Als sie eintrafen, stellten die Polizisten fest, dass die Garagentür bereits offen stand und die Seitentür zum Haus nicht verschlossen war. Als die Polizisten das Haus betraten, bot sich ihnen ein schockierender Anblick. Rick Wormsley, der allseits beliebte Buchhalter aus der Nachbarschaft, und seine lebensfrohe Frau Susie waren mitten in der Nacht in ihrem Haus ermordet worden. Hinzu kam, dass der Eindruck entstand, dass der Mord bereits einige Zeit vor dem Notruf begangen worden war. Außerdem war der 19-jährige Sohn des Ehepaares spurlos verschwunden. Dieser Fall ist sehr umstritten. Obwohl viele Fragen geklärt werden konnten, bleiben noch immer zahlreiche Punkte ungeklärt. Rick und Susie Wormsley waren beste Freunde, als sie in den 1970er Jahren gemeinsam die High School in Oklahoma besuchten. Damals waren sie ein Liebespaar. Viele Jahre später, als Rick an der Oklahoma State University und Susie an einem staatlichen christlichen College studierten, beschlossen sie, ihre Beziehung wieder aufzunehmen. Bald darauf folgten die Heirat und die Geburt ihrer Kinder. Susie brachte 1978 ihre Tochter Sarah zur Welt und 6 Jahre später ihren Sohn Andrew. Rick erwarb einen Abschluss als Wirtschaftsprüfer und war in der Öl- und Gasindustrie erfolgreich tätig. Im Laufe der Jahre zog die Familie mehrfach um Rick in seiner beruflichen Entwicklung zu unterstützen, und ließ sich schließlich in Fort Worth, Texas, nieder. Dort eröffnete Rick von seinem Heimbüro aus eine eigene Buchhaltungspraxis. Die Familie Wormsley zog in eine prestigeträchtige Wohngegend. Zu diesem Zeitpunkt war die 25-jährige Sarah bereits selbst Mutter geworden und in eine eigene Wohnung gezogen, während der 19-jährige Andrew gerade die High School abgeschlossen hatte und ein Junior College besuchte, wobei er sein Studium mit einem Nebenjob auf einem Minigolfplatz kombinierte. Rick und Susie führten eine sehr glückliche Ehe. Im Juli 2003 feierten sie ihren 25. Hochzeitstag im Kreise enger Freunde und ihrer Familie. Im Dezember desselben Jahres bereitete sich Susie auf das vor, was ihr 25. gemeinsames Weihnachtsfest werden sollte. Sie schmückte das Haus innen und außen. Im Wohnzimmer stand ein großer Weihnachtsbaum, liebevoll mit Schmuck behängt,
und die Geschenke waren verpackt und auf dem Boden um den Baum herum ausgebreitet. Es war eine malerische Szene eines Vorstadtfestes in Mansfield, bis um 23:41 Uhr am 11. Dezember ein Notruf bei der 911 einging und der Notdienst zusammen mit Ermittlern in dieser ruhigen Gegend eintraf. Um 23:41 Uhr am 11. Dezember ging beim 911-Dispatcher in Mansfield ein Anruf aus dem Haus der Familie Walmsley ein. Am anderen Ende der Leitung war nichts zu hören außer Stille. Der Dispatcher rief dennoch die Polizei zum Haus, da er das Gefühl hatte, dass hier etwas nicht stimmte. Der Polizeibeamte Patrick Notts aus Mansfield traf als erster am Tatort ein. Wenig später kamen seine Kollegen hinzu und gemeinsam untersuchten sie das Gelände und schauten durch die Fenster. Da niemand auf das Klingeln an der Tür reagierte, sie aber feststellten, dass die Seitentür zur Garage offen stand, betraten die Polizisten das Haus. Als sie durch die Küche gingen, bemerkten sie, dass das Festnetztelefon abgenommen und auf den Küchentisch gelegt worden war. Im Wohnzimmer fanden sie Susie, die sich bereits kalt anfühlte. Im Flur neben der Tür fanden sie Rick in einer Blutlache liegend, und es war offensichtlich, dass auch er nicht mehr zu retten war. Um 0:17 Uhr trafen die Rettungssanitäter ein und bestätigten, dass Susie und Rick tot waren. Das Haus wurde abgesperrt und die Ermittlungen begannen. Die Nachbarn des Paares waren schockiert, dass so etwas in ihrer Nachbarschaft passiert war und wirkten in Interviews sichtlich verwirrt und verängstigt. Sie erzählten auch, dass die Walmsleys wunderbare Menschen gewesen seien und sie überhaupt nicht verstehen könnten, wer so etwas getan haben könnte. Die Autopsie ergab, dass Susie an einer Schusswunde gestorben war und außerdem 7 Stichwunden aufwies. Vermutlich wurden diese ihr zugefügt, nachdem sie bereits tot gewesen war. Es stellte sich heraus, dass Susie im Wohnzimmer geschlafen und möglicherweise ferngesehen hatte, als sie angegriffen wurde. Neben dem Teppich vor dem Kamin in diesem Raum fanden die Ermittler 2 blutige Handabdrücke, die möglicherweise vom Täter stammten. Außerdem fanden sie eine Kugel, 2 Teile einer blauen Plastikhaarspange sowie ein weiteres Stück Plastik auf dem Boden in der Nähe. Rick ereilte das gleiche Schicksal wie seine Frau, wenn auch möglicherweise nicht so schnell. Die Einschusslöcher im Kopfteil des Bettes im Hauptschlafzimmer ließen vermuten, dass der Angriff auf Rick in diesem Raum begann und sich dann in den Flur verlagerte. Da im Schlafzimmer keine Blutspuren gefunden wurden, wurde angenommen, dass Rick durch die Schüsse geweckt wurde und entweder aus dem Zimmer rannte oder möglicherweise versuchte, den Täter dort anzugreifen. Alles deutete darauf hin, dass Rick sich gegen den Angreifer gewehrt hatte. An seiner linken Hand und um sein Handgelenk herum befand sich eine Haarsträhne des Angreifers, die zu einem wertvollen Beweisstück wurde. Rick wurde ebenfalls erschossen und außerdem etwa 11 Mal mit einem Messer in den Rücken gestochen. Die Polizisten versprachen, jeden Winkel des Hauses gründlich zu durchsuchen, um den Mörder zu finden. Die Haare von Ricks Handgelenk und die zerbrochene Haarspange vom Boden im Wohnzimmer wurden zur DNA-Analyse mitgenommen. Das Haus wurde auf Fingerabdrücke untersucht und jeder Raum wurde von den Ermittlern durchsucht. Sie suchten nach Anzeichen dafür, dass die Walmsleys ausgeraubt worden waren. Möglicherweise waren die Eltern aufgewacht, um einen Einbrecher zu verscheuchen. Diese Theorie wurde jedoch verworfen, als im Schlafzimmer der Eigentümer fast $15.000 in bar gefunden wurden. Selbst wenn der Einbrecher das Haus nur oberflächlich durchsucht hätte, hätte er dieses Geld leicht finden können. Auch andere Wertsachen blieben unberührt und an den Türen und Fenstern wurden keine Einbruchsspuren festgestellt. In der Familie Walmsley herrschte schon lange vor der Tragödie eine angespannte Atmosphäre. Es stellte sich heraus, dass Sarah als Teenager wegen ihres unangemessenen Verhaltens aus dem Haus geworfen worden war und später mit 19 Jahren schwanger wurde und eine schwierige Beziehung zu dem Vater ihrer Tochter, einem Mann namens Todd Cleveland, hatte. Sie und ihr jüngerer Bruder Andrew stritten sich ebenfalls häufig miteinander. Sarahs Ex-Freund erzählte, dass Susie und Rick Fremden gegenüber misstrauisch gewesen seien und geglaubt hätten, dass sich manche Menschen nur deshalb für sie interessierten, weil sie sich davon Vorteile erhofften. In diesem Zusammenhang schien der wachsende Wohlstand der Familie eher eine Belastung als ein Vorteil für ihr Leben zu sein. Einigen Berichten zufolge war die Situation zu Hause angespannt, was sich jedoch nach außen hin kaum zeigte. Bei den Walmsleys gab es eine Vereinbarung, dass die Eltern ihren Kindern nur dann finanziell helfen würden, wenn diese eine College-Ausbildung absolvierten.
Bei Sarah funktionierte diese Vereinbarung nicht, aber Andrew stimmte diesen Bedingungen zunächst zu. Er bekam einen neuen weißen Mustang geschenkt. Seine Versicherung wurde bezahlt. Seine Eltern gaben ihm Geld für seine Ausgaben und er wohnte weiterhin kostenlos im Haus seiner Familie. Das Problem war jedoch, dass er seinen Teil der Vereinbarung nicht einhielt. Andrew brach sein College-Studium schließlich ab. Als seine Eltern davon erfuhren, entzogen sie ihm die finanzielle Unterstützung, gingen jedoch nicht so weit, ihn aus dem Haus zu werfen. Der 19-Jährige begann daraufhin, den Großteil seiner Zeit mit einer Gruppe von Freunden in einem örtlichen Computerclub zu verbringen, um den Spannungen zu Hause zu entgehen. Dort stellte ihm sein Freund James seine 17-jährige Schwester Chelsea Richardson vor. Sarah Walmsley wurde um 4 Uhr morgens am selben Tag, an dem ihre Eltern gefunden wurden, über deren Tod informiert. Andrews jüngerer Bruder war jedoch zunächst nirgends aufzufinden. Die Polizei wandte sich daraufhin an die Medien mit der Bitte, Hinweise zum Verbleib des Mustangs des Teenagers zu melden. Während die Kriminaltechniker noch am Tatort arbeiteten, fuhr der Mustang schließlich vor dem Haus vor, aus dem Andrew Walmsley und seine Freundin Chelsea Richardson ausstiegen. Es stellte sich heraus, dass das Paar in den Tagen vor der Tat bei Chelsea gewohnt hatte und, nachdem sie am Morgen die Nachrichten gesehen hatten, sofort zum Haus zurückgekehrt war. Der Ermittler Stanley Ford bat das junge Paar, ihm zur Polizeistation zu folgen, um dort ein Gespräch zu führen. Die Befragung von Andrew dauerte etwa 45 Minuten. Er erklärte, dass er seit mehreren Tagen nicht mehr zu Hause gewesen sei, keinen Kontakt zu seinen Eltern gehabt habe und sich die ganze Zeit bei Chelsea aufgehalten habe. An seinen Händen wurde ein kleiner Kratzer festgestellt. Ansonsten gab es jedoch nichts Auffälliges an seinem Verhalten, sodass die Polizisten ihn wieder gehen ließen. Zuvor hatte er einer Durchsuchung seines Autos zugestimmt. Im Gespräch mit Sarah sagte Andrew, dass die Ermittler höchstwahrscheinlich das Blut ihrer Mutter im Auto finden würden, da sie sich kurz zuvor in den Finger geschnitten habe und aus irgendeinem Grund mit dem Auto um den Block gefahren sei. Chelseas Aussage stimmte vollständig mit Andrews Darstellung überein, dass die beiden die letzten 2 Tage zusammen verbracht hatten. Andrew und Chelsea waren unzertrennlich, seit sie sich im Herbst des Vorjahres kennengelernt und eine Beziehung begonnen hatten. Sie verbrachten oft ihre Tage und manchmal auch ihre Nächte damit, ein Spiel namens Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Ein japanisches Sammelkartenspiel, bei dem die Spieler mit Karten in einem simulierten Kampf fantastischer Monster gegeneinander antreten. Die Hauptfigur wird als kindlicher und schwacher Junge dargestellt, der sich im Spiel jedoch in einen Helden verwandelt. Die Verbindung zwischen Chelsea und Andrew, die durch ihre gemeinsame Begeisterung für dieses Spiel entstanden war so stark, dass sie sogar begannen, über eine Heirat nachzudenken. Chelseas Mutter unterstützte die Beziehung und mochte Andrew sehr. Rick und Susie Walmsley hingegen äußerten offen ihre Enttäuschung über diese Beziehung. Sie wünschten sich für ihren Sohn eine ganz andere Art von Partnerin. Die Familie Richardson lebte in Everman, einem Vorort von Fort Worth, der als Arbeiterviertel galt und in starkem Kontrast zu den Millionen-Dollar-Häusern stand, die die Straßen von Mansfield säumten. Chelsea hatte einige Jahre zuvor den plötzlichen Tod ihres geliebten Vaters durch einen Herzinfarkt erlebt. Ihre Mutter musste zeitweise 3 verschiedene Jobs gleichzeitig ausüben, um die Familie finanziell über Wasser zu halten. Dennoch galten die Richardsons als großzügige und hilfsbereite Menschen. Chelsea war eine extrovertierte junge Frau und offenbar sehr beliebt an ihrer Schule. Ihre lebensfrohe Art brachte ihr sogar den Spitznamen Bubbles ein. Ihre beste Freundin Susanna Toledano galt ebenfalls als äußerst großzügig. Als Chelsea Richardson sich mit ihrer eigenen Mutter zerstritt, wurde Susie in das Haus der Richardsons aufgenommen, wo sie mehrere Monate lang lebte. Das Trio aus Suzanne, Andrew und Chelsea war in der Nacht, in der Andrews Eltern ermordet wurden, gemeinsam unterwegs. Chelseas Ex-Freund Jeremy Lavender bestätigte, dass sich die Gruppe in jener Nacht bei ihm zu Hause aufgehalten hatte. Nachdem sie sich verabschiedet hatten, telefonierte er mehrere Stunden lang mit Chelsea und beendete das Gespräch gegen 3:20 Uhr morgens. Sarah Walmsley teilte der Polizei mit, dass sie vermutete, der Vater ihrer Tochter, Todd, könne etwas mit dem Schicksal ihrer Eltern zu tun haben. Kurz zuvor hatte sie ihm damit gedroht, ihm das Sorgerecht für das Kind zu entziehen. Die beiden stritten häufig über das Sorgerecht.
Zudem gab es einen weiteren verdächtigen Vorfall, der sich etwa einen Monat vor den Morden ereignet hatte. Anfang November fuhr Sarah gemeinsam mit ihren Eltern in einem Grand Cherokee vom Reitunterricht nach Hause, als sie beschlossen, in eine Nachbarstadt zu fahren, um etwas zu essen. Plötzlich spürten sie einen heftigen Aufprall am Fahrzeug. Rick vermutete zunächst, dass ein großer Stein gegen das Auto geschleudert worden sei, doch als er anhielt, um nachzusehen, stellte die Familie erschrocken fest, dass es sich nicht um einen Stein, sondern um eine Kugel handelte. Im Kofferraum ihres Wagens befand sich ein Einschussloch. Verängstigt und aufgewühlt tätigte Susie sofort 2 Telefonanrufe. Zuerst rief sie ihren Sohn Andrew an. Sie fand es merkwürdig, dass das Fahrzeug, das ihnen zuvor gefolgt war und aus dem offenbar geschossen worden war, ein weißer Mustang gewesen sein soll und vermutete, dass Andrew darin gesessen haben könnte. Der zweite Anruf ging an die Polizei, um den Vorfall zu melden. Sarah äußerte später die Vermutung, dass Todd für die Tragödie verantwortlich sein könnte und erinnerte sich erst danach an den Vorfall mit dem Auto, wobei sie sich fragte, warum ihre Mutter damals zuerst ihren jüngeren Sohn angerufen hatte. Sarah und Andrew sollten von ihrem Vater eine Lebensversicherung in Höhe von $1 Million erben. Der Wert des Familienhauses wurde auf etwa $1,6 Millionen geschätzt. Hinzu kamen rund $100.000 in bar sowie weitere Vermögenswerte, die an die Kinder fallen würden. Die Ermittler überprüften Sarahs Verdacht und schlossen Todd schließlich von der Liste der Verdächtigen aus. Angesichts der finanziellen Motive und der angespannten familiären Beziehungen rückten schließlich Sarah und Andrew selbst in den Fokus der Ermittlungen und galten zeitweise als Hauptverdächtige. DNA-Analysen und Fingerabdrücke ergaben jedoch keine Übereinstimmung mit einem der Familienmitglieder. Es gab keine Anzeichen dafür, dass eines der Kinder mit dem Tatort in Verbindung stand. Die forensische Untersuchung von Andrews Mustang bestätigte jedoch, dass sich Blut auf dem Rücksitz und den Kopfstützen befand. Es stellte sich heraus, dass das Auto gründlich gereinigt worden war und die Versuche der Ermittler, eine brauchbare DNA-Probe zu erhalten, blieben erfolglos, sodass sie nicht feststellen konnten, wem das Blut gehörte. Nach einigen Monaten kam die Untersuchung zum Stillstand. Die Ermittler benötigten mehr Informationen und beschlossen, eine Grand Jury einzuberufen und Vorladungen auszustellen. Jeremy Lavender, Chelseas ehemaliger Freund, sagte unter Eid aus, dass Andrew und seine Freunde in jener Nacht bei ihm gewesen seien und lieferte damit ein stichhaltiges Alibi. Chelseas beste Freundin Suzanne sagte dasselbe aus. Nachdem sie ausgesagt hatte, erklärte sich Suzanne bereit, ebenfalls eine DNA-Probe abzugeben, was einen Wendepunkt in den Ermittlungen darstellte. Susanne Toledano war keine unbeliebte oder erfolglose Schülerin. Sie war einige Jahre zuvor aus Illinois nach Texas gezogen, galt in der Schule als Einzelgängerin, schwänzte häufig den Unterricht und hatte immer wieder Konflikte mit ihrer Mutter. Chelsea Richardson wurde zu Suzannes emotionalem Halt. Die beiden kamen sich so nahe, dass Chelsea ihr im Schuljahrbuch eine eigene Seite widmete. Sie schrieb sogar ein Gedicht für sie mit dem Titel »Freunde für immer«. Als die Ermittler schließlich feststellten, dass die Haarsträhne auf Ricks Handfläche sowie die DNA von der zerbrochenen Haarspange am Tatort mit der DNA von Suzanne übereinstimmten, wurde ihnen klar, dass hinter dieser Geschichte weit mehr steckte. Suzanne, die nun eindeutig mit dem Tatort in Verbindung gebracht werden konnte, wurden 2 Mordanklagen vorgeworfen, auf die theoretisch die Todesstrafe stand. Sie wurde in Chicago festgenommen, wo sie gerade ihren Onkel besuchte. Suzanne drohte eine mögliche Todesstrafe, falls sie keine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft treffen würde. Zunächst erklärte Suzanne gegenüber der Polizei, dass sie in der Mordnacht mit einem Freund, einem 25-jährigen Mann namens Hilario Cardenas, unterwegs gewesen sei. Hilario habe eine Pistole bei sich gehabt und Geld gebraucht, weshalb er mitten in der Nacht allein das Haus der Wamsleys betreten habe, während sie draußen geblieben sei. Sie habe Schüsse gehört und sei zum Haus gelaufen, wobei ihre Haare zurückgeblieben seien, nachdem Rick sie angefleht habe, den Angriff zu stoppen. Ihren Angaben zufolge sei sie jedoch nicht aktiv beteiligt gewesen. Sie erklärte, sie habe das Geschehen nicht verhindern können und trage keine Verantwortung dafür. Wer war also Hilario Cardenas? Wie sich herausstellte, war Hilario der Nachtmanager des Computerclubs, in dem Andrew und Chelsea regelmäßig Zeit verbrachten. Als Vater einer kleinen Tochter und in finanziellen Schwierigkeiten erklärte Suzanne,
dass Ilario seinen Kontakt zu den Walmsleys intensiviert habe, nachdem er von Andrews familiärem Wohlstand erfahren habe. Bei seiner Vernehmung bestritt Ilario, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Er räumte jedoch ein, auf Wunsch von Andrew Walmsley eine Pistole für $200 gekauft zu haben. Andrew, Chelsea und Suzanne hätten damit auf der Farm eines Freundes Zielübungen machen wollen. Ilario bestand darauf, nichts mit den Morden zu tun zu haben. Die Ermittler suchten nach einer Bestätigung für seine Aussagen und entschieden sich, die Besitzerin der Farm aufzusuchen, auf der die Jugendlichen angeblich trainiert hatten. Die Eigentümerin der Farm, eine Frau namens Ruth Budustri, kannte Chelsea über deren Mutter und bestätigte die Geschichte. Einige Monate vor den Morden seien Chelsea und Suzanne auf das etwa 3 Hektar große Grundstück gekommen und hätten dort das durchgeführt, was sie als Zielschießtraining bezeichneten, indem sie abwechselnd auf einen kleinen Teich geschossen hätten. Ruth hatte Ilario Cardenas nie gesehen oder von ihm gehört, was dessen Aussage zusätzlich stützte. Nachdem Ilario außerdem einen Lügendetektortest bestanden hatte, wuchs das Vertrauen der Ermittler in seine Darstellung. Der Teich auf Ruths Grundstück wurde später trockengelegt und Gerichtsmediziner sammelten die Geschosse vom Grund ein. Schließlich kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass Ilario die Wahrheit gesagt hatte. Die 3 Jugendlichen hatten über mehrere Monate hinweg ihre Treffsicherheit trainiert, um sich auf die Morde vorzubereiten. Suzannes ursprüngliche Geschichte, die Ilario den Mord zuschrieb, hielt einer genaueren Überprüfung durch die Ermittler nicht stand, doch sie erhielt eine weitere Gelegenheit, die Wahrheit zu sagen und diesmal ihre beste Freundin direkt zu beschuldigen. Dieses Mal war ihre Darstellung deutlich ausführlicher. Nacht für Nacht hätten die 3 Jugendlichen in einem Internetcafé Pläne geschmiedet. Sie rechneten aus, dass Andrew nach dem Tod von Rick und Susie mehr als $1 Million erben würde, was für ein ganzes Leben reichen könne. Sie wollten gemeinsam leben. Suzanne könnte ihren schlecht bezahlten Job aufgeben und sich ein neues Auto kaufen. Nachdem sie Ilario überredet hatten, ihnen eine Pistole zu besorgen und das Schießen geübt hatten, kamen sie zu dem Schluss, dass Suzanne die beste Schützin sei. Danach begannen sie, ihren ersten Plan umzusetzen. Sie wollten auf den Benzintank von Ricks Jeep schießen. Sie gingen davon aus, dass das Fahrzeug explodieren würde, wenn sie es träfen. Als Suzanne zusammen mit Andrew in dessen Mustang vorbeifuhr und auf den Jeep schoss, dieser jedoch nicht explodierte, entwickelten sie einen zweiten Plan, nachts in das Haus einzudringen. Sie gingen davon aus, dass es wie ein Einbruch aussehen würde. Nachdem alle Versuche, Ricks Jeep zur Explosion zu bringen, gescheitert waren, berichtete Suzanne, dass Chelsea sehr wütend auf sie gewesen sei. Andrew und Chelsea gaben Suzanne die Schuld für das Scheitern ihres ersten Plans und setzten sie unter Druck, die Tat zu Ende zu bringen. Einmal brachten sie zum Haus, versteckten sie zusammen mit der Pistole in einem Schrank in Andrews Schlafzimmer und forderten sie auf, es schnell zu erledigen, damit sie danach nach Hause zurückkehren könnten. Suzanne habe sich mehrere Stunden lang in dem Schrank versteckt, bevor sie wieder hinausging und Chelsea und Andrew gestand, dass sie es nicht über sich bringen könne. Doch in den frühen Morgenstunden des 11. Dezember versuchten sie es erneut. Und diesmal gab es kein Zurück mehr. Suzanne gab an, dass sie das Haus als Letzte betreten habe. Ihrer Darstellung zufolge hatte sie die Pistole bei sich, während Andrew und Chelsea Messer in den Händen hielten. Es sei Suzanne gewesen, die Susie auf dem Sofa entdeckt und geschossen habe. Danach habe Andrew Suzanne ins Schlafzimmer gebracht, wo sie erneut auf Rick geschossen habe. Die Kugeln trafen das Kopfteil des Bettes und weckten den 46-jährigen Buchhalter. Nachdem Rick Suzanne angegriffen habe, sei es zu einem Kampf gekommen. Andrew habe daraufhin die Kontrolle übernommen. Er habe Suzanne befohlen, nach Susie zu sehen und die Pistole dort zu lassen. Sie habe gehorcht, die Waffe zurückgelassen und ein Messer genommen. Bevor sie den Flur verließ, habe Suzanne gehört, wie Rick Walmsley, der auf den Knien gelegen habe, Chelsea fragte, warum sie das alles tue, und Chelsea habe geantwortet, es liege daran, dass sie schwanger sei. Rick habe daraufhin gesagt, er würde ihnen helfen. Suzanne erklärte gegenüber der Polizei, sie wisse nicht, wer von ihren beiden Freunden die tödlichen Schüsse auf Rick abgegeben habe oder wer ihm letztlich die tödlichen Verletzungen zugefügt habe. Sie sei wie angewiesen ins Wohnzimmer zurückgekehrt, damit Susie Walmsley dasselbe Schicksal ereile wie ihr Ehemann. Während der Vernehmungen erklärte Chelsea, sie verstehe nicht, was vor sich gehe, und beteuerte ihre Unschuld.
Im Gegenzug für ihre Aussage gegen Chelsea und Andrew wurde Suzanne Toledano vor der Todesstrafe bewahrt, die ihren beiden ehemaligen Freunden weiterhin drohte. Innerhalb der Familie gingen die Meinungen auseinander. Einige glaubten, dass Andrew kein Mörder sein könne, andere waren der Ansicht, dass jeder Mensch unter bestimmten Umständen zu allem fähig sei. Die Aussagen der ehemaligen Freundin und Mitbewohnerin bildeten schließlich die Grundlage für die Anklage sowohl gegen Chelsea als auch gegen Andrew. Obwohl Chelsea zuvor wiederholt gegenüber den Ermittlern gelogen hatte, bevor sie sich auf eine endgültige Version der Ereignisse festlegte, trug sie letztlich selbst dazu bei, die Anklage gegen sich zu stärken. Viele der Zeugen der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen Chelsea waren Mithäftlinge, die aussagten, sie habe ihnen gegenüber mit ihrer Beteiligung an den Morden geprahlt oder versucht, sie zu überreden, ihr ein Alibi zu verschaffen. Ihr ursprüngliches Alibi, das von Jeremy Lavender vorgetragen worden war, wurde widerlegt. Jeremy wurde als junger Mann beschrieben, der leicht zu beeinflussen war und geglaubt hatte, Chelsea sei seine Freundin, und der überzeugt worden war, vor der Grand Jury zu lügen, um sie zu schützen. Später änderte er seine Aussage und räumte ein, dass er in jener Nacht doch nicht mit den Jugendlichen zusammen gewesen war. Chelsea, einst eine lebensfrohe Highschool-Schülerin, wurde als eine Art treibende Kraft dieser Tat dargestellt. Sie überzeugte Andrew davon, dass es ihm ohne seine Familie besser gehen würde. Sie überzeugte auch ihre beste Freundin, die ebenfalls leicht zu beeinflussen und zu manipulieren war, für sie zu handeln. Der Jury wurde eine handschriftliche Notiz von Chelsea an Suzanne vorgelegt, die kurz nach Suzannes Verhaftung hinterlassen worden war und in der Chelsea ihre Freundin anflehte, die Schuld auf Ilario zu schieben und in der sie außerdem behauptete, von Andrew schwanger zu sein. In der Notiz stand: Du musst ihnen nur sagen, dass wir nichts damit zu tun haben. Sag ihnen, dass Ilario Geld brauchte und deshalb Andrews Familie ausgeraubt hat. Wenn du es nicht für mich tust, dann tu es für unser Kind, damit es eine Chance auf ein Leben mit Mama und Papa hat. Sie unterschrieb die Nachricht mit den Worten: Freunde für immer, Bubbles. Als Susanne vor Gericht gefragt wurde, ob sie glaubte, dass Chelsea tatsächlich schwanger gewesen sei, verneinte sie dies. Sie wusste, dass es sich dabei um eine offensichtliche Lüge handelte, die einzig dazu diente, sie weiter zu manipulieren. Es gab keine materiellen Beweise, die Chelsea oder Andrew direkt mit der Tat in Verbindung brachten. Susannes Aussage war der einzige Grund für die Annahme, dass einer von ihnen aktiv an dem Mord beteiligt gewesen sei oder in jener Nacht überhaupt das Haus betreten habe. Doch die Aussage der ehemaligen Freundin erwies sich als ausschlaggebend für die Anklage und die Geschworenen folgten letztlich Susannes Darstellung. Die Geschworenen im Prozess gegen Chelsea benötigten weniger als 4 Stunden, um die 21-jährige junge Frau wegen Mordes schuldig zu sprechen. Der Prozess gegen Andrew dauerte nur etwa halb so lange. Chelsea Richardson wurde zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. Die Anwälte von Andrew Walmsley konnten die Geschworenen jedoch davon überzeugen, ihn nicht in die Todeszelle zu schicken. Sie argumentierten, dass er an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung leide, aufgrund derer er in Zukunft kaum zu Gewalttaten neige. Die Zeugen der Verteidigung beschrieben Andrew während der Urteilsverkündung als einen traurigen, innerlich leeren Menschen. Sie schilderten ihn als einen jungen Mann, dem die Fähigkeit fehle, Liebe oder emotionale Nähe in zwischenmenschlichen Beziehungen richtig zu begreifen. Nach Angaben seines Anwalts sei dies zusätzlich dadurch verstärkt worden, dass kein Mitglied seiner Familie ihm jemals echte Unterstützung oder Orientierung geboten habe. Andrew Walmsley wurde im Alter von 23 Jahren zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung nach dem Jahr 2044 verurteilt. Ilario Cardenas wurde als Mittäter im Zusammenhang mit der Planung der Taten verurteilt, da er mehrfach Zeuge der Gespräche über die geplanten Morde gewesen war, auch wenn er selbst nicht aktiv daran beteiligt gewesen sein soll. Ilario wurde wegen Verschwörung zum Mord verurteilt und erhielt eine Haftstrafe von 50 Jahren. Er hat Anspruch auf eine vorzeitige Entlassung, nachdem er ein Drittel seiner Strafe verbüßt hat, was im Jahr 2023 der Fall sein wird. Chelsea Richardson, die als zentrale Anstifterin der Tat galt, verbrachte etwas mehr als 10 Jahre in der Todeszelle des Bundesstaates Texas. Anfang 2012 erreichte ihr Anwaltsteam eine Umwandlung des Urteils in lebenslange Haft.
Es konnte nachgewiesen werden, dass die Staatsanwaltschaft der Verteidigung während des ursprünglichen Verfahrens entlastende Beweise vorenthalten hatte. Dazu gehörte auch ein psychologisches Gutachten, das zu dem Ergebnis kam, dass nicht Chelsea, sondern Susanne Toledano die eigentliche treibende Kraft hinter der Verschwörung gewesen sei. In diesem Gutachten befand sich auch eine Aussage von Susanne, in der sie einräumte, dass sie eine größere Verantwortung für die Taten getragen habe als alle anderen Beteiligten und dass sie die Morde hätte verhindern können. Susanne befindet sich derzeit in Haft im Bezirk Falls, Texas. Im Frühjahr 2034 wird sie erstmals Anspruch auf eine vorzeitige Haftentlassung haben. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Ihr Leben war wie ein Lichtblitz. Hell, aber kurz. Isabella genoss das Leben, liebte und träumte, als wüsste sie, dass die Zeit knapp war. Das Schicksal erwies sich als grausam, indem es die Lebensgeschichte dieser liebenswerten jungen Frau an ihrem schönsten Punkt beendete und nur ein paar Fragen zurückließ. Warum? Wofür? Isabella Tallas wurde am 8. Juni 1999 in Colorado geboren. Ihr Vater Joshua und ihre Mutter Anna ließen sich scheiden, als Bella und ihre jüngere Schwester Lucia noch ganz klein waren. Es stellte sich heraus, dass Joshua überhaupt nicht bereit für die Vaterschaft war. Anna begann, ihre Töchter alleine großzuziehen, während sie gleichzeitig arbeitete und sich um den Haushalt kümmerte. Es dauerte 10 Jahre, bis Joshua sich endlich bereit für familiäre Verpflichtungen fühlte. Anna gab ihm trotz der vergangenen Verletzungen eine zweite Chance. Sie kamen wieder zusammen. Diese Verbindung hielt jedoch nur 5 Jahre und endete schließlich mit einer endgültigen Trennung. Später begann Anna ein neues Leben mit einem anderen Mann, von dem sie einen Sohn bekam. Für Isabella und Lucia wurden die ständigen Streitereien und Versöhnungen ihrer Eltern zu einem gewohnten Teil ihres Lebens. Dennoch behielten die jungen Frauen ein herzliches Verhältnis sowohl zu ihrer Mutter als auch zu ihrem Vater. Bella war sehr gutherzig und vertrauensvoll. Sie studierte Buchhaltung an der Universität von Denver, aber nachts zeichnete sie in ihren Notizbüchern Entwürfe für Kleider. Sie träumte davon, Modedesignerin zu werden. Ihr Nebenjob als Model für lokale Marken wurde zu ihrer heimlichen Flucht in die Welt der Schönheit, während ihre jüngere Schwester Lucia bewusst den pragmatischen Weg einer Kriminalistin einschlug. Aufgrund der schwierigen Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater mieden beide Schwestern unbewusst ernsthafte Beziehungen. Mit 20 Jahren war Bella überzeugt, dass Liebe nur ein schöner Mythos sei. Aber genau an diesem Tag, als sie bei einem weiteren Fotoshooting einem jungen Mann namens Darian Simon begegnete, änderte sich ihre Meinung. Darian war 5 Jahre älter als Bella. Er arbeitete als Fotograf, besaß ein Studio und hatte sogar seine eigene Bekleidungsmarke namens Be a Good Person. Darian und Bella hatten viel gemeinsam, die Liebe zur Mode, zur Schönheit und zur Fotografie. Auch er wuchs in einer unvollständigen Familie auf und glaubte nicht an die Liebe. Sie kamen sich sofort näher und begannen sich zu treffen, hielten ihre Beziehung jedoch zunächst geheim. Nur Lucia wusste, dass Bella verliebt war, und als ihre Mutter davon erfuhr, begann sie sich sofort Sorgen um ihre älteste Tochter zu machen. Sie wollte nicht, dass Bella ihre Fehler wiederholte. Sie wollte nicht, dass Bella zu früh heiratete und es später bereute. Die Mutter beobachtete ihre Tochter, während die Gefühle von Darian und Isabella immer stärker wurden. Bald hörten sie auf, ihre Beziehung zu verheimlichen. Im April 2020 kam es zu einem ernsthaften Konflikt zwischen der Mutter und Bella. Aus einer emotionalen Reaktion heraus packte die junge Frau ihre Sachen und zog zu Darian in seine neue Wohnung. Dieser übereilte Schritt wurde später für die Mutter zu einer Quelle endloser Gewissensbisse. Sie war überzeugt, dass die Tragödie hätte vermieden werden können, wenn Bella zu Hause geblieben wäre. Mit der Zeit verbesserte sich das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Sie versöhnten sich. So konnte die Familie gleich 2 wichtige Ereignisse gemeinsam feiern: Bellas 21. und Lucias 19. Geburtstag. Ihre Geburtstage lagen nur wenige Tage auseinander.
Am 7. Juni 2020 fand auf dem Dach eines renommierten Restaurants eine rauschende Feier statt. Die Mutter hatte alles bis ins kleinste Detail organisiert, um diesen Tag zu etwas Besonderem zu machen. Die Schwestern strahlten vor Glück, als sie für Familienfotos posierten. Diese Aufnahmen, die ihre unbeschwerten Lächeln festhielten, würden später zu unschätzbaren Erinnerungen werden. Die Torte, die Anna für die Feier bestellt hatte, war so schön, dass niemand es wagte, sie in Stücke zu schneiden. Bella nahm den Kuchen mit nach Hause und schickte ihrer Mutter am nächsten Morgen ein Foto, auf dem sie ein Stück Kuchen zum Frühstück aß. Und schon 2 Tage später ereignete sich eine schreckliche Tragödie. Der 10. Juni 2020 war ein ganz normaler Tag. Darian und Bella wachten spät auf. Am Nachmittag wollte die junge Frau sich mit ihrer Mutter treffen, um endlich ihr lang ersehntes Geburtstagsgeschenk von ihr zu bekommen. Darian hatte vor, am Abend einen Freund zu sich einzuladen, um gemeinsam Computerspiele zu spielen. Der Junge bemerkte, dass es seinem geliebten Hund, einem Pitbull-Mischling, nicht gut ging. Der Hund wirkte träge und traurig. Um 11:30 Uhr gingen Darian und Bella mit dem Hund spazieren. Bella hielt die Leine, während Darian die Hundekotbeutel trug. Das Paar machte sich auf den Weg zu einem benachbarten Gebäude im Stadtzentrum, in der Hoffnung, dass die frische Luft dem Tier guttun und ihm helfen würde, wieder munter zu werden. Als sie die Bank erreichten, setzte sich Darian hin. Bella blieb mit dem Hund stehen. Sie unterhielten sich ruhig miteinander und versuchten gleichzeitig, den Hund dazu zu bewegen, sein Geschäft in den Büschen zu verrichten. Plötzlich ertönte ein aggressiver Schrei aus einem dunklen Fenster des Nachbargebäudes. »Hey, willst du hier deinen Hund dressieren oder ihn anschreien?« Darian spannte sich an. Er spähte in das dunkle Fenster, konnte aber das Gesicht des Fremden nicht erkennen. Beunruhigende Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Wer ist dieser Mann? Warum ist er so feindselig? Darian bemühte sich, ruhig zu bleiben und antwortete, »Mein Hund ist gut erzogen. Er ist schon seit 4 Jahren bei mir.« Er stand von der Bank auf, ging zu Bella und nahm die Leine, um an einen anderen Ort zu gehen. In diesem Moment fiel sein Blick auf eine Bewegung im Fenster und er sah einen Gewehrlauf, der direkt auf sie gerichtet war. »Zielen Sie auf mich?« fragte Darian noch. Dann begann das Schießen. Die 19-jährige Lucia brachte am Morgen ihren jüngeren Bruder zum Haus einer Freundin und fuhr dann in ein Café, um Mittagessen zu bestellen. Während sie auf ihre Bestellung wartete, rief eine Freundin von Bella an und fragte, »Hallo, wie geht es dir? Wann hast du das letzte Mal mit deiner Schwester gesprochen? Weißt du nicht, wo Bella ist? Vielleicht solltest du sie anrufen.« Lucia verstand nicht, was los war, aber der Anruf beunruhigte sie. Die junge Frau rief ihre Schwester an, doch Bella ging nicht ans Telefon. Sie fand das verdächtig und lokalisierte ihre Schwester über eine spezielle App. Sie erfuhr, dass sich Bellas Telefon in der Nähe von Darians Haus befand. Lucia beruhigte sich. Sie nahm an, dass ihre Schwester zu Hause war und es ihr gut ging. Doch nur wenige Minuten später erhielt Lucia eine Nachricht von einem Freund, der sie bat, sich mit Darians Familie in Verbindung zu setzen, und in dieser Nachricht befand sich ein Link zu einem Bericht über eine Schießerei. Die Tragödie hatte sich in der Nähe von Darians Haus ereignet. Diese Nachricht klang äußerst beunruhigend. Lucia rief sofort ihre Mutter an. Es stellte sich heraus, dass Anna sich gerade in einem benachbarten Geschäft befand, nicht weit von dem Café entfernt, in dem Lucia auf ihr Mittagessen wartete. Mutter und Tochter vereinbarten, sich sofort zu treffen und gemeinsam ins Krankenhaus zu fahren. Von den Ärzten erfuhren sie, dass eine Person ums Leben gekommen und eine zweite schwer verletzt worden war. Anna begann, die Krankenschwestern nach ihrer Tochter Isabella Tallers zu fragen, doch niemand kannte diesen Namen. Als sie nach Darian Simon fragte, teilte man ihr mit, dass er sich in der chirurgischen Abteilung befinde. Im Krankenhaus lief Anna verzweifelt hin und her. Niemand konnte ihr eine klare Erklärung für das Geschehene geben oder ihr sagen, wo Bella sich gerade befand. Die Mutter griff nach ihrem Telefon und begann fieberhaft, im Internet nach Informationen zu suchen. Plötzlich fiel ihr Blick auf einen Bericht vom Tatort. Auf den mit einer Drohne aufgenommenen Bildern war ein lebloser Körper zu sehen, der mit einem Tuch bedeckt war. Nur ein Fuß war sichtbar, doch das reichte aus. Die Mutter erkannte Bella sofort an ihren Schuhen und an der Pediküre,
die sie gemeinsam vor ihrem Geburtstag gemacht hatten. Anna begriff, ihre Isabella war bei der Schießerei ums Leben gekommen. In diesem Moment brach ihre Welt zusammen. Eine Welle der Trauer überkam Anna. Wie? Warum ihre Bella, so fröhlich, so gutherzig, die niemandem etwas Böses wollte? Wie konnte so etwas geschehen? Sie hatte diese Grausamkeit nicht verdient. Lucia rief ihren Vater an, erzählte ihm von der Tragödie und fuhr dann zu dem Ort, an dem ihre Schwester getötet worden war, um mit eigenen Augen zu sehen, was dort passiert war. Am Tatort waren noch immer Polizisten und Kriminaltechniker am Werk. Sie sprachen nicht mit Lucia. Die junge Frau fühlte sich völlig hilflos und nutzlos, doch sie wollte verstehen, was mit Bella geschehen war. Lucia erinnerte sich an alles, was sie im College über Kriminaltechnik gelernt hatte und begann, sich den Tatort genauer anzusehen. Sie zählte 56 gelbe Markierungen, die Hinweise auf Beweismaterial darstellten. Dann bemerkte sie, dass jemand einen Hund festhielt und ihn an der Leine zog. Lucia ging auf den Hund zu, und der Mann, der ihn festhielt, erzählte ihr, dass man den Hund in der Nachbarstraße gefunden hatte. Später gelang es, den Tathergang zu rekonstruieren. Nach aggressiven Rufen in Richtung des Paares mit dem Hund zog sich der Fremde in den Nebenraum zurück, holte sich von einem Freund ein Sturmgewehr und kehrte zum Fenster zurück. Im nächsten Moment fielen Schüsse. 24 Kugeln, eine nach der anderen, mit einer solchen Geschwindigkeit, dass niemand Zeit hatte zu begreifen, was geschah. Das erste Opfer war Bella. Sie hatte kein Wort zu dem Schützen gesagt, aber das hielt ihn nicht auf. Darian sah, wie die Kugel Bella in den Rücken traf und sie zu Boden sank. Als er versuchte zu fliehen, traf ihn ebenfalls eine Salve. Der Schütze verschwand so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Darian blutete stark und versuchte, sich vom unglückseligen Fenster wegzurollen. 2 Schusswunden, höllische Schmerzen. Er verlor immer wieder das Bewusstsein. Er erinnerte sich vage an die Schreie der Menschen, die durch den Lärm herbeigeeilt waren. Jemand riss sich den Gürtel vom Leib und band ihn um die Hüfte des Jungen, um die Blutung aus der verletzten Arterie zu stoppen. Diese einfache, aber entschlossene Handlung rettete ihm das Leben. »Wo ist Bella? Was ist mit ihr?« keuchte Darian, aber er erhielt keine Antwort. Der Krankenwagen brachte ihn in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Die Ärzte kämpften um Darians Leben und glücklicherweise konnten sie ihn retten. Der Mörder wurde schnell gefunden. Es handelte sich um den 36-jährigen Michael Close. Nach der Schießerei versuchte er, sich mit seinem Geländewagen und den Waffen in den Bergen zu verstecken, aber Zeugen der Tragödie halfen dabei, seine Identität festzustellen, und der Täter wurde festgenommen. Michael wurde verhaftet und wegen Mordes an Isabella sowie wegen versuchten Mordes an Darian angeklagt. Er bekannte sich jedoch nicht schuldig, obwohl sich in seinem Auto zahlreiche Waffen und genau das Gewehr befanden, mit dem geschossen worden war. Michael wurde außerdem wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Vor diesem Vorfall hatte der Mann keine Vorstrafen und keine Probleme mit dem Gesetz, was das Geschehene noch schockierender machte. Wie sich herausstellte, hatte es am Tag vor der Tragödie einen schweren Konflikt zwischen Michael und seiner Freundin gegeben. Nach ihren Angaben litt Michael seit langem unter Depressionen und psychischen Störungen und konsumierte illegale Substanzen, was seinen Zustand zusätzlich verschlimmerte. Nach der Schießerei kontaktierte Michael seine Freundin und gestand ihr seine Tat. Er erzählte, dass er 2 Menschen erschossen habe, und in seiner Stimme klang Reue mit. Seine Freundin flehte ihn an, sich den Behörden zu stellen, doch er lehnte dies ab, da er sich in einem Zustand extremer emotionaler Instabilität befand. Besorgt über Michaels Verhalten rief seine Freundin sofort die Polizei an und teilte ihnen mit, wo er sich befand, in der Hoffnung, eine weitere Tragödie zu verhindern. Michaels Freund, ein Polizist namens Dan, erzählte den Ermittlern, dass er nach der Schießerei eine Nachricht von ihm erhalten habe. Michael beklagte sich darin, dass er sich über ein Paar mit einem Hund geärgert habe und mit einem AK-47 Sturmgewehr, das er aus Dans Zimmer mitgenommen hatte, zu schießen begonnen habe. Die Familien von Darian und Bella reichten eine Zivilklage gegen den Polizisten Dan ein und warfen ihm Fahrlässigkeit vor. Dan musste sogar kurzfristig aus dem Polizeidienst von Denver ausscheiden. Später untersuchte ein Vertreter der Polizeibehörde den Fall und kam zu dem Schluss, dass Dan keine offensichtlichen Verstöße gegen die Vorschriften begangen hatte.
Er konnte nicht wissen, dass Michael an diesem Tag in sein Zimmer stürmen und die Waffe an sich nehmen würde. Die gegen ihn eingereichte Zivilklage wurde von der Versicherungsgesellschaft beigelegt, die den betroffenen Familien $500.000 zahlte. Joshua Tallas, der Vater der verstorbenen Isabella, empfand ein Gefühl wilder Ungerechtigkeit. Besonders empörte ihn das Verhalten des Polizisten Dan, eines Freundes von Michael, der nicht das geringste Bedauern darüber zeigte, dass er dem Mörder so leicht Zugang zu einer Waffe ermöglicht hatte. Am meisten empörte Joshua jedoch etwas anderes: die Tatsache, dass Dan als Waffenbesitzer nicht einmal für die unsachgemäße Aufbewahrung seiner Waffe zur Verantwortung gezogen wurde. In seinen quälenden Überlegungen kam Joshua immer wieder auf den möglicherweise rassistischen Hintergrund des Verbrechens zurück. Seine Tochter Bella und ihr Freund Darian waren gemischt rassig. Hatte Michael wirklich nur wegen des Hundes auf das Paar geschossen? Oder gab es doch ein anderes Motiv? Die Familie erhielt keine Antworten auf diese Fragen, weder vom Täter noch von den Ermittlern. Darian unterzog sich einer Reihe komplizierter Operationen, um die Bewegungsfunktionen seines verletzten Beins wiederherzustellen, doch die körperlichen Verletzungen waren nichts im Vergleich zu den seelischen. Das posttraumatische Belastungssyndrom und das quälende Schuldgefühl gegenüber der verstorbenen Bella und ihrer Familie ließen ihm lange Zeit keine Ruhe. In Gedanken kehrte er immer wieder zu einer Frage zurück: Was könnte Michael provoziert haben? Eine Antwort fand er nicht. Einige Freunde von Bella äußerten offen ihre Zweifel. Hätte Darian sie nicht beschützen können? Sie fiel hin, und er drehte sich um und rannte weg. Diese Worte und Vorwürfe waren für Darian besonders quälend. In den Sitzungen mit dem Psychologen analysierte er detailliert jede Sekunde dieses schrecklichen Tages am 10. Juni. Der Spezialist half ihm zu verstehen, dass er in diesem Moment physisch nicht in der Lage gewesen war, Bella zu helfen, und dass sein Selbstschutzinstinkt eine natürliche Reaktion seines Körpers darstellte. Michael Close bestritt hartnäckig seine Schuld. Sein Anwalt baute die Verteidigung auf der Behauptung der Unzurechnungsfähigkeit auf. Sie beharrten darauf, dass die Wurzeln der Tragödie in der traumatischen Kindheit des Angeklagten lagen, die durch eine Reihe von Misserfolgen, Entlassungen, Trennungen und Stress im Zusammenhang mit der Pandemie noch verschärft worden sei. Als unwiderlegbarer Beweis diente eine Aufzeichnung der Überwachungskameras. Darauf war deutlich zu sehen, wie Michael ruhig die Jalousien öffnete und zu schießen begann, während die ahnungslosen Darian und Bella lediglich versuchten, den Hund wegzuführen und einen Konflikt zu vermeiden. Der September 2022 wurde zu einem Wendepunkt in diesem Fall. Nach langwierigen Verhandlungen befand die Jury Michael Close einstimmig für schuldig, Isabella brutal ermordet und einen Mordversuch an Darian begangen zu haben. Am 5. November desselben Jahres fällte das Gericht das endgültige Urteil: lebenslange Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung wegen des Mordes an Bella sowie weitere 48 Jahre Haft wegen versuchten Mordes an Darian und eine Geldstrafe in Höhe von $37.000 als moralische Entschädigung für die Familie der Verstorbenen. Während der Urteilsverkündung saß Michael mit gesenktem Kopf da und weinte leise. Seine Tränen milderten jedoch nicht die Härte der Strafe für seine Verbrechen. Isabella Tallas wurde in einem eleganten Kleid von Dolce & Gabbana beigesetzt, genau in dem Kleid, das ihre Mutter ihr an ihrem unglückseligen Geburtstag nicht mehr hatte schenken können. Die Tragödie veränderte Lucias Leben grundlegend. Sie gab ihren Traum von einer Karriere als Polizistin auf und wechselte an die juristische Fakultät, fest entschlossen, Anwältin zu werden. Jemand, der den Schmerz der Opfer und ihrer Familien wirklich versteht. Bellas Mutter, Anna Tallas, empfindet trotz allem Mitgefühl für Michael Close. Ihr Glaube lässt sie in ihm kein Monster sehen, sondern einen Menschen, der durch die Umstände seines Lebens zerbrochen ist. In der Nähe der Stelle, an der die junge Frau ums Leben kam, wurde inzwischen ein Gedenkpark mit einem großen Bild von Bella an der Wand angelegt. Im Park gibt es einen speziellen Bereich für das Ausführen von Haustieren. Im Bundesstaat Colorado wurde das Gesetz von Isabella Tallas verabschiedet, das die Vorschriften für die Aufbewahrung von Waffen verschärft. Von nun an sind Besitzer verpflichtet, den Diebstahl von Waffen innerhalb von 5 Tagen der Polizei zu melden. Diese Verschärfung soll ähnliche Tragödien in Zukunft verhindern.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Was sehen Sie auf diesem Foto? Ein Mädchen und ein Junge, mit Klebeband gefesselt und mit verklebten Mündern. Sie liegen auf einem Teppich im Laderaum eines Lieferwagens. Daneben liegt das Buch Kinderspielzeug. Das Foto entstand 1989 in Florida. Viele glauben jedoch, dass es die 19-jährige Tara Leigh Calico zeigt, die ein Jahr zuvor verschwunden war. Heute erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die bis heute ungeklärt ist. Eine Geschichte über ein Verschwinden, ein geheimnisvolles Foto und eines der rätselhaftesten vermissten Fälle der Vereinigten Staaten Ende der 1980er Jahre. Tara Calico wurde am 28. Februar 1969 in New Mexico als Tochter von David und Patty geboren. Schon früh zeigte sie großes Interesse an ihrer Umgebung und erkundete gern gemeinsam mit ihren Geschwistern und Freunden die Natur. Als Tara noch ein Kind war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Sie blieb bei ihrer Mutter Patty, die später John Dole heiratete. Die neue Familie zog nach Belen. Diese Stadt ist der Verwaltungssitz des Valencia County im Bundesstaat New Mexico. Für die Familie Dole schien Belen der ideale Ort zu sein, um Tara und ihre Geschwister Michelle und Chris großzuziehen. Dort herrschte eine ruhige, überschaubare Atmosphäre. Es gab kaum Anlass zur Sorge. Belen galt als typisches amerikanisches Kleinstadt-Idyll, in dem sich jeder kannte und sicher fühlte. Viehzucht prägte die lokale Wirtschaft und die umliegende Landschaft bot viele Möglichkeiten zur Erholung. Für Tara war Belen ein Ort, an dem sie ihre Neugier und ihren Entdeckergeist ausleben konnte, ohne Gefahren zu erwarten. Als Tara älter wurde, entwickelte sie sich zu einer zentralen Figur in ihrem Umfeld. Sie war sowohl bei Mitschülern als auch bei Freunden beliebt. Man beschrieb sie als sportlich, intelligent und außergewöhnlich freundlich. Solche Eigenschaften waren in ihrem Alter nicht selbstverständlich. Ihre Klassenkameraden mochten sie und ihre Lehrer schätzten besonders ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Organisationsfähigkeit. Diese Eigenschaften rückten nach ihrem Verschwinden noch stärker in den Fokus. Am frühen Morgen des Dienstags, dem 20. September 1988 gegen 9 Uhr, stand Tara auf. Sie legte ihre Kleidung und Schulbücher ordentlich auf das Bett und bereitete sich auf eine Fahrradtour entlang des Highway 47 vor. Diese Strecke fuhr sie normalerweise gemeinsam mit ihrer Mutter Patty. Doch zu diesem Zeitpunkt begleitete Patty ihre Tochter nicht mehr, da sie das Gefühl hatte, von einem Autofahrer verfolgt worden zu sein. Das machte sie misstrauisch. Sie hatte Tara eindringlich geraten, Pfefferspray mitzunehmen, doch die junge Frau lehnte ab. Gegen 9:15 Uhr bat Tara ihre Mutter, sie am Highway abzuholen, falls sie bis zum Mittag nicht zurück sein sollte. Auf die Nachfrage nach dem Grund erklärte sie, dass sie um 12:30 Uhr mit einem Freund Tennis spielen wolle und um 15:30 Uhr der Unterricht am College beginne. Kurz darauf, gegen 9:30 Uhr, verließ Tara das Haus auf dem Fahrrad ihrer Mutter. Es handelte sich um ein rosa Modell der Marke Huffy, da ihr eigenes Fahrrad einen platten Reifen hatte. Das Rad war auffällig durch seine neonfarbene Lackierung, die gelben Steuerkabel und die hellen Seitenwände der Reifen. Es war das letzte Mal, dass Tara Leigh Calico von Angehörigen oder Freunden gesehen wurde. Innerhalb von etwa 27 Kilometern legte sie ihre Strecke zurück und erreichte die südlichen Eisenbahnschienen außerhalb der Stadt, wo sie üblicherweise umkehrte. Die Fahrt verlief zunächst ruhig und ohne erkennbare Zwischenfälle, und sie machte sich auf den Rückweg, um sich auf ihr Tennistreffen vorzubereiten. Gegen 11:30 Uhr sahen zwei unbekannte Rancharbeiter die junge Frau auf ihrem rosa Fahrrad entlang des Highway 47 in Richtung ihres Elternhauses fahren. 15 Minuten später, um 11:45 Uhr, fuhren 3 Männer auf der Gegenfahrbahn derselben Straße in Richtung Süden, nachdem sie von der Jagd zurückkehrten. Auch sie fuhren an Tara vorbei, bemerkten jedoch ein beunruhigendes Detail. Ein weißer Lieferwagen folgte ihr dicht auf den Fersen. Sie stellten fest, dass Tara mit Kopfhörern Musik hörte und das Auto, das direkt hinter ihr fuhr, offenbar nicht bemerkte. Kurz darauf fuhr ein weiterer Autofahrer, der ebenfalls in südlicher Richtung unterwegs war, an Tara vorbei und bemerkte denselben weißen Lieferwagen.
Das war nur etwa 8 Kilometer vom Gebiet Rio Communities entfernt. Nach Angaben dieses Mannes befanden sich mehrere Personen in dem unheimlichen Lieferwagen, nicht nur der Fahrer. Dies war die letzte bestätigte Sichtung von Tara Leigh Calico, bei der sie noch am Leben war. Um 12:05 Uhr machte sich Patty Dole, wie versprochen, auf den Weg, um ihre Tochter zu suchen. Sie fuhr mehrmals die Autobahn 47 in beide Richtungen entlang, sah jedoch weder Tara noch ihr rosa Fahrrad. Patty rief daraufhin das nächstgelegene Krankenhaus an, um zu erfahren, ob sie möglicherweise in einen Unfall verwickelt und eingeliefert worden war. Doch niemand mit dieser Beschreibung war dort registriert. Daraufhin versammelte Patty einige Freundinnen von Tara, um gemeinsam die Umgebung abzusuchen, doch auch diese Suche blieb erfolglos. Schließlich wandten sie sich an das Sheriffbüro des Bezirks Valencia, wo umgehend eine offizielle Suchaktion eingeleitet wurde. Am nächsten Tag, dem 21. September, entdeckte die Suchmannschaft Reifenspuren eines Fahrrads auf der Westseite der Autobahn 47, etwa 6 Kilometer vom Stadtteil Rio Communities entfernt und unweit des letzten bekannten Ortes, an dem Tara gesehen worden war. Die Spuren führten von der Straße auf weichen Untergrund und verliefen etwa 90 Meter seitlich der Fahrbahn. Dort fanden sich außerdem Reifenspuren eines Fahrzeugs sowie frische Ölflecken. Die Polizei stieß zudem auf weitere Hinweise. Kassetten der Band Boston, eine zerbrochene Frontabdeckung eines Kassettenplayers sowie mehrere leere Bierdosen, die auf dem Boden lagen. Vom 21. bis zum 23. September intensivierten die Ermittler die Suche entlang der Route 47. Am Samstag, dem 24. September, entdeckten sie weitere Teile von Taras zerstörtem Kassettenrekorder in der Nähe der Zufahrt zum John F. Kennedy Campingplatz am Fuße der Manzano Mountains. Dieses Gebiet war abgelegen, kaum frequentiert und lag etwa 32 Kilometer vom Ort des ersten Fundes entfernt. An diesem Wochenende entsandte der Sheriff von Valencia mehr als 300 Suchkräfte, die mit Hubschraubern sowie zu Fuß Flussläufe und die Hänge der Manzano Mountains absuchten. Dennoch fanden sie keinerlei Hinweise auf Tara. Am Dienstag, dem 27. September, wurde die aktive Suche schließlich eingestellt. In den darauffolgenden Tagen befragten die Behörden intensiv alle Personen, die möglicherweise Zeugen von Taras letzter Fahrradtour am 20. September gewesen waren. Die Ermittler identifizierten 7 Personen, die angaben, die junge Frau gesehen zu haben. 5 von ihnen berichteten außerdem von einem weißen Lieferwagen, der ihr gefolgt sei. 4 Zeugen wurden sogar hypnotisiert, um weitere Details zu erinnern. Dennoch konnten keine verwertbaren neuen Informationen gewonnen werden. Anschließend schloss die Polizei mehrere Spuren aus. Eine Wasserflasche, die auf einem nahegelegenen Grundstück gefunden worden war, eine Unebenheit am Rand der Autobahn 47 sowie 3 Männer, die kurz nach Taras Verschwinden beim Biertrinken auf der Ladefläche eines Pickups angetroffen worden waren. Ihr Alibi konnte bestätigt werden. Sie tranken Budweiser, während die leeren Dosen, die neben Taras zerstörtem Kassettenrekorder gefunden wurden, von der Marke Old Milwaukee stammten. Einen Monat später, am 25. Oktober, teilte der leitende Ermittler, Sheriff Lawrence Romero, der Öffentlichkeit mit, dass 2 Männer aufgrund von Zeugenaussagen über einen Lieferwagen, in dem 2 Personen gesehen worden waren, als Hauptverdächtige galten. Der Fahrer wurde als weißer Mann im Alter zwischen 35 und 45 Jahren beschrieben, mit roten Haaren, einer Körpergröße von etwa 175 bis 183 Zentimetern und einem Gewicht von rund 90 Kilogramm. Als auffälliges Merkmal wurden Falten zwischen den Augen und an den Schläfen genannt. Der Lieferwagen selbst wurde als weißer Ford aus den 1950er oder 1960er Jahren beschrieben, mit verchromten Radkappen, großen Reifen und einem Ford-Emblem aus zerbrochenen roten Glasbuchstaben. Das Kennzeichen begann laut Zeugenaussagen mit den Buchstaben VBA oder VBZ und endete mit der Zahl 6. In den folgenden Wochen gingen bei der Polizei hunderte Hinweise zu dem mutmaßlichen Fahrzeug und dessen Fahrer ein. Diese führten zu zahlreichen Befragungen, jedoch zu keiner einzigen Festnahme. Der Fall begann allmählich zu stagnieren. Am 15. Juni 1989 wandte sich eine Frau, die anonym bleiben wollte, in Port St. Joe, Florida, mit einem Foto, das sie auf einem Parkplatz vor einem Geschäft gefunden hatte, an die Polizei. Auf dem Foto waren ein Mädchen und ein Junge zu sehen.
Beide hatten den Mund mit Klebeband verschlossen und die Handgelenke gefesselt. Sie lagen im Laderaum eines Lieferwagens. Nachdem die Frau das Foto der Polizei übergeben hatte, berichtete sie, dass an der Stelle, an der sie das Bild gefunden hatte, zuvor ein weißer Toyota-Lieferwagen gestanden hatte, der wenige Sekunden vor ihrer Rückkehr auf den Parkplatz weggefahren war. Die Frau hatte noch einen kurzen Blick auf den Fahrer werfen können. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um einen Mann mittleren Alters mit Schnurrbart. Sofort kamen Verdachtsmomente auf. Der weiße Lieferwagen könnte derselbe gewesen sein, in dem die Gefesselten fotografiert worden waren. Die Ermittlungen begannen umgehend. Das Foto wurde an die Fernsehsendung Aktuelle Nachrichten weitergeleitet, wo es landesweit ausgestrahlt wurde. Und genau in diesem Moment entstand eine Verbindung zum Fall Tara Lee Calico. Freunde der Familie Dole sahen den Beitrag und bemerkten, dass das Mädchen auf dem Foto Tara auffallend ähnlich sah. Sie informierten sofort Patty und John, die sich das Bild selbst ansehen wollten. Nach und nach kam Patty zu der Überzeugung, dass das Mädchen auf dem Foto tatsächlich ihre Tochter sei. Patty erinnerte sich daran, dass Tara als Kind einen Autounfall gehabt hatte und sich dabei eine Verletzung am Bein zugezogen hatte, die eine deutlich sichtbare Narbe am Oberschenkel hinterlassen hatte. Sie wies auf einen hellen Streifen am Oberschenkel des gefesselten Mädchens auf dem Foto hin, genau an der Stelle, an der Tara diese Narbe gehabt hatte. Und das war nicht alles. Betrachtet man das Bild genauer, ist neben dem Mädchen ein Buch zu erkennen. Es handelt sich um den Roman Meine liebe Odina. Zufall oder nicht, es war eines der Lieblingsbücher von Tara Lee Calico. Die Ermittler, die mit dem Fall Tara befasst waren, waren sich einig, dass die Ähnlichkeiten ausreichten, um eine professionelle Untersuchung einzuleiten. Mehrere Behörden begannen mit einer detaillierten Analyse des Fotos. Die 3 durchgeführten Untersuchungen kamen jedoch zu widersprüchlichen Ergebnissen. Scotland Yard gelangte zu der Einschätzung, dass die Frau auf dem Foto tatsächlich Tara sei. Das Los Alamos National Laboratory kam hingegen zu dem Ergebnis, dass sie es nicht sei. Das FBI wiederum konnte keine eindeutige Schlussfolgerung ziehen. Skeptische Fachleute führten eigene Argumente an, die auf körperlichen Unterschieden beruhten. Vor allem stimmten die Gesichtszüge der gefesselten Frau nicht vollständig mit denen von Tara überein. Die Form der Augenbrauen und die Kinnlinie unterschieden sich. Dennoch muss ein entscheidender Faktor berücksichtigt werden: der zeitliche Abstand. Das Foto konnte nicht vor Mai 1989 aufgenommen worden sein, da dieser Filmtyp erst ab diesem Zeitpunkt erhältlich war. Folglich wäre Tara, falls sie tatsächlich auf dem Foto zu sehen ist, mindestens 7 Monate nach ihrem Verschwinden abgebildet worden. In dieser Zeit kann sich ein Mensch erheblich verändern, Gewicht verlieren, was die Gesichtsform beeinflusst, und auch die Augenbrauenform kann sich verändern. Noch wichtiger ist jedoch, dass das Foto, sofern es echt ist, Monate der Gefangenschaft widerspiegeln könnte, Monate voller Angst, Stress und Entbehrungen. Unter solchen Bedingungen unterscheidet sich das Aussehen eines Menschen stark von den bekannten, gut ausgeleuchteten Fotografien, mit denen das Bild verglichen wurde. Es gab Argumente auf beiden Seiten der Debatte, doch letztlich waren sich die Fachleute in einem Punkt einig. Auf Grundlage dieses Fotos allein lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten, dass es Tara Lee Calico zeigt. Das mysteriöse Foto aus Port St. Joe barg jedoch noch ein weiteres Rätsel. Der Junge, der neben dem gefesselten Mädchen lag, rückte ebenfalls in den Fokus der Öffentlichkeit. Als das Foto erstmals in Belen und im gesamten Bundesstaat New Mexico verbreitet wurde, vermuteten viele, dass es sich bei dem Jungen um Michael Henley handeln könnte, ein Kind, das 5 Monate vor Taras Verschwinden im April 1988 verschwunden war. Auch er war in New Mexico während eines Jagdausflugs mit seinem Vater verschwunden. Eines Tages hatte sich der Junge vom Lager entfernt und war nie zurückgekehrt. Trotz umfangreicher Suchaktionen war keine Spur von ihm gefunden worden. Obwohl Michael Henley weder Tara noch die Familie Dole kannte, ähnelte sein Aussehen tatsächlich dem Jungen auf dem Foto. Auch seine Angehörigen räumten ein, dass es durchaus möglich sei, dass es sich um ihn handeln könnte. Wie und warum er zu ihr gekommen war, blieb ein Rätsel. Doch wenn in New Mexico tatsächlich ein Serienentführer aktiv gewesen wäre, hätte eine solche Übereinstimmung durchaus plausibel gewirkt. Die Kinder könnten entführt und irgendwo weit außerhalb des Bundesstaates festgehalten worden sein.
Diese Theorie verlor jedoch ein Jahr später, im Juni 1990, erheblich an Gewicht, als die sterblichen Überreste von Michael in den Zuni-Bergen in New Mexico entdeckt wurden. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Junge höchstwahrscheinlich an Unterkühlung gestorben war, nachdem er sich in der Wildnis verirrt hatte, nachdem er das Lager verlassen hatte. Der Fundort der Überreste lag etwa 11 Kilometer vom Lager entfernt. Bemerkenswert ist, dass sich dieses Gebiet nur rund 120 Kilometer von dem Ort entfernt befand, an dem Tara Lee Calico verschwunden war. Nachdem Michaels Schicksal geklärt war, brach die Verbindung zwischen ihm und dem Fall Tara endgültig zusammen. Die Identität des Jungen auf dem Foto konnte nie eindeutig festgestellt werden. Im Laufe der Jahre entstanden zahlreiche Theorien. Keine von ihnen erlangte jedoch so viel Aufmerksamkeit wie jene Version, die 2008 von Polizeibeamten öffentlich gemacht wurde. Nach vielen Jahren ohne Durchbruch und einer festgefahrenen Ermittlung erklärte der Sheriff von Valencia County, René Rivera, schließlich, er wisse, was an jenem Septembermorgen im Jahr 1988 mit Tara geschehen sei. Seinen Angaben zufolge habe er über viele Jahre hinweg Informationen erhalten, wonach zwei junge Männer, die zum Zeitpunkt von Taras Verschwinden selbst noch Teenager gewesen seien, sie gesehen hätten, als sie mit dem Fahrrad auf einer Landstraße unterwegs war und später gemeinsam mit weiteren Personen bei der Beseitigung ihrer Leiche geholfen hätten. Rivera schilderte seine Version der Ereignisse in ungewöhnlich konkreter Form. Seinen Worten zufolge seien die beiden jungen Männer mit einem Lieferwagen unterwegs gewesen und hätten begonnen, Tara zu belästigen, als sie auf der Straße einholten. Schließlich hätten sie ihr Fahrrad gerammt, woraufhin sie gestürzt sei. Anschließend hätten sie entführt und später getötet. Rivera fügte hinzu, dass er trotz dieser Informationen nicht in der Lage sei, rechtlich gegen die mutmaßlichen Täter vorzugehen, da es keinerlei materielle Beweise gebe. Insbesondere weder Taras Leiche noch einen bekannten Begräbnisort. Dennoch äußerte er die Überzeugung, dass sich ihre Überreste, falls sie existierten, noch immer im Bezirk Valencia befänden, höchstwahrscheinlich in der Nähe der Eisenbahnschienen, wo einst die ersten Spuren entdeckt worden waren. Rivera nannte keine Namen der Personen, auf die sich seine Theorie bezog, was bei den Bewohnern des Bezirks, darunter auch Taras Vater John Dole, große Verwirrung und Empörung auslöste. Viele fragten sich, weshalb der Sheriff eine derart konkrete Darstellung veröffentlichte, ohne die mutmaßlich Verantwortlichen zu benennen. Rivera erklärte, er habe gehofft, dass seine Aussagen die Schuldigen oder Personen mit Wissen über den Verbleib von Taras Leiche dazu bewegen würden, sich zu melden und zur Aufklärung des Falls beizutragen. Doch trotz dieses Appells meldete sich niemand. Seine Erklärung brachte der Familie letztlich mehr Schmerz als Erleichterung. Dennoch deckte sich Riveras Theorie in mehreren Punkten mit einem dokumentierten Vorfall aus den Akten zum Fall Tara Lee Calico, die heute öffentlich zugänglich sind. Eines dieser Dokumente enthält ein Interview mit Henry Brown, einem Einwohner von New Mexico, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits aus gesundheitlichen Gründen verstorben war. Dieses Gespräch, das von einigen Forschern eher als Geständnis bezeichnet wird, wurde von Ermittler Frank Matola geführt, nachdem Brown selbst darum gebeten hatte, seine Version der Ereignisse im Zusammenhang mit Taras Verschwinden zu schildern. Das genaue Datum der Befragung ist nicht dokumentiert, es wird jedoch angenommen, dass sie einige Jahre nach dem Verschwinden stattfand. In dem Gespräch berichtete Brown, dass er Zeit mit Jugendlichen aus dem Bezirk Valencia verbracht habe, unter ihnen Lawrence Romero Jr., der Sohn des ehemaligen Sheriffs Lawrence Romero Sr., den er als Hauptinitiator bezeichnete. Laut Brown habe Lawrence Jr. mit illegalen Substanzen gehandelt und Interesse an Tara Lee Calico gezeigt. Sie habe ihm jedoch keine Beachtung geschenkt, da sie zu dieser Zeit mit einem jungen Mann namens Jeff Abita zusammen gewesen sei. Brown berichtete weiter, dass er sich einmal auf einer Feier befunden habe, bei der Lawrence Jr. und seine Freunde sich im Bereich unterhalb des Wohnwagens aufhielten, in dem Romero lebte. Dort, so Brown, habe Lawrence damit geprahlt, dass er und seine Freunde Tara mit ihrem Lieferwagen vom Fahrrad gestoßen, sie misshandelt und anschließend getötet hätten. Lawrence Jr. habe ihm erzählt, dass sie Taras Leiche zunächst in nahegelegene Büsche geworfen hätten. Als jedoch die Suche begonnen habe, hätten sie Angst bekommen und beschlossen, sie im Keller unter dem Wohnwagen zu verstecken, um sie später in einen namenlosen Teich zu bringen und dort zu versenken.
Seltsamerweise war Henry Brown nicht der Einzige, der den Behörden eine ähnliche Geschichte erzählte. Im Jahr 2013 wandte sich ein weiterer Mann, Donald Dutcher, an die Polizei und berichtete ebenfalls, dass einer der Verdächtigen ihm die Tat gestanden habe. Wie im Fall von Brown wusste er jedoch nicht, wo sich die Leiche befinden könnte. Ob Zufall oder nicht, weder Browns Geschichte noch Dutchers Aussage konnten durch Aussagen von Lawrence Romero Jr. selbst oder durch Aussagen seiner Freunde bestätigt werden. Zu diesem Zeitpunkt waren alle diese Personen bereits verstorben. Lawrence soll sich selbst das Leben genommen haben und dabei laut Aussagen von Bekannten einen Abschiedsbrief hinterlassen haben, in dem er den Mord an Tara Lee Calico gestanden habe. Sollte ein solcher Brief tatsächlich existiert haben, wurde er jedoch nie offiziell zu den Akten genommen. Auch dies gilt als eine weitere fragwürdige Entscheidung der zuständigen Behörden. In den Fallunterlagen finden sich zudem keine verlässlichen Quellen, die die Namen der angeblich beteiligten Personen eindeutig bestätigen. Dennoch bestätigen Einwohner von Bellon sowie Personen, die mit den Ermittlungen vertraut waren, dass alle mutmaßlich Beteiligten tatsächlich verstorben waren, bevor sie offiziell vernommen werden konnten. Damit bleibt eine zentrale Frage offen: Wenn diese Version auf realen Informationen beruht, was hinderte die Behörden daran, den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten? War es tatsächlich der Mangel an physischen Beweisen oder möglicherweise ein Schweigen innerhalb des Sheriff-Büros von Valencia County? Es liegt nahe, dass allein die Tatsache, dass der Sohn eines ehemaligen Sheriffs als Hauptverdächtiger galt, erhebliche Zweifel aufwirft. Die Unklarheit über den angeblich verschwundenen Abschiedsbrief verstärkt zusätzlich den Eindruck einer möglichen Vertuschung. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass zwei voneinander unabhängige Aussagen eine sehr ähnliche Version der Ereignisse schildern, was ihrer Glaubwürdigkeit zusätzliches Gewicht verleiht. Tragischerweise sind die mutmaßlich beteiligten Personen inzwischen verstorben und mit jedem vergehenden Jahr sinkt die Wahrscheinlichkeit weiter, dass sich ein möglicher Mitwisser noch meldet und neue Details preisgibt. Dennoch passt diese Version auffallend gut zu den zahlreichen Zeugenaussagen, in denen von aggressiven jungen Männern in einem Lieferwagen berichtet wurde, die Tara während ihrer Radtour verfolgt haben sollen. Gleichzeitig gibt es auch deutliche Widersprüche. So tauchte etwa die Behauptung auf, Tara sei nicht mit John Dole, sondern mit einem gewissen Jeff Leard gewesen, der angeblich mit illegalen Substanzen gehandelt habe. Eine Darstellung, die weder zu ihrem Charakter noch zu ihrem sozialen Umfeld passte. Niemand aus ihrem Freundeskreis konnte sich vorstellen, dass sie Kontakt zu einer solchen Person gehabt haben könnte. Die von Rivera präsentierte Version, die auf angeblichen Geständnissen basiert, erklärt jedoch zumindest, warum Taras Leiche niemals gefunden wurde. Sie könnte in der abgelegenen Wildnis von New Mexico verborgen und anschließend von jenen ignoriert worden sein, die über Einfluss oder Macht verfügten, eine intensive Suche zu veranlassen. Sollte diese Version zutreffen, hätte man es mit einem erschütternden Beispiel von Ungerechtigkeit und möglicher Vertuschung zu tun, bei dem ein Verbrechen nicht nur begangen, sondern systematisch verdeckt wurde. Natürlich existieren noch zahlreiche weitere Theorien zum Verschwinden von Tara Lee Calico. Wie bei vielen landesweit bekannten Vermisstenfällen gingen bei Polizei und Medien unzählige Hinweise ein von Menschen, die glaubten, Tara mit verdächtigen Begleitern gesehen zu haben oder sie angeblich irgendwo allein gesehen zu haben. Die meisten dieser Hinweise stammten aus Florida, nachdem das Polaroid-Foto öffentlich bekannt geworden war. Dieses Phänomen lässt sich vermutlich durch einen Wahrnehmungseffekt erklären. Sobald Menschen hörten, dass sich Tara möglicherweise in Florida befand, begannen sie zu glauben, sie selbst gesehen zu haben. Es war eine Mischung aus dem Wunsch zu helfen und dem menschlichen Bedürfnis, Teil der Lösung zu sein. Einige vermuteten sogar, Tara könne freiwillig verschwunden sein und habe das Zurücklassen ihres Fahrrads sowie der gefundenen Gegenstände bewusst inszeniert. Doch diese Theorie hielt keiner ernsthaften Überprüfung stand. Tara hatte ein gesundes Zuhause, herzliche Beziehungen zu ihren Angehörigen, konkrete Pläne für die Zukunft und den klaren Wunsch, ihr Studium abzuschließen. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass sie hätte fliehen wollen. Darüber hinaus plante sie ihre Ausflüge stets sorgfältig und informierte ihre Mutter über die geplante Rückkehrzeit. Dieses Verhalten steht in völligem Widerspruch zu der Annahme einer freiwilligen Flucht. Eine weitere verbreitete Theorie schrieb Taras Schicksal einem raffinierten Entführer zu,
möglicherweise einem Serienverbrecher, der nach öffentlicher Aufmerksamkeit strebte. Diese Hypothese entstand nicht nur aufgrund des in Port St. Joe gefundenen Fotos, sondern auch wegen einer Reihe ähnlicher Bilder, die der Polizei in Florida aus verschiedenen Regionen zugesandt wurden. Ein zweites Foto wurde beispielsweise auf einer Baustelle in Kalifornien entdeckt. Es zeigte eine junge Frau mit zugeklebtem Mund und einem Ausdruck deutlicher Angst. Das Bild war unscharf und aus nächster Nähe aufgenommen, doch die Frau wies tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit Tara auf und auch der Stoff im Hintergrund ähnelte dem Material auf dem Foto aus Port St. Joe. Ein drittes Bild, dessen Herkunft unbekannt blieb, zeigte eine gefesselte Frau neben einem lachenden Mann. Diese Frau ähnelte Tara jedoch deutlich weniger und die gesamte Szene wirkte gestellt. Aus diesem Grund stuften die Ermittler dieses Foto als wenig glaubwürdig ein und schlossen es bald aus den Akten aus. In einer merkwürdigen Wendung der Ereignisse tauchten rund 20 Jahre nach dem ersten Auftauchen der bekannten Fotos erneut mysteriöse Bilder im Zusammenhang mit dem Fall auf. Der Polizeichef von Port St. Joe, David Barnes, erhielt 2 Umschläge aus Albuquerque im Bundesstaat New Mexico. Im ersten Umschlag befand sich ein Foto eines Jungen mit kastanienbraunen Haaren. Sein Mund war mit einem schwarzen Streifen übermalt, der offenbar mit einem Filzstift aufgetragen worden war. Der zweite Umschlag enthielt dasselbe Foto, jedoch ohne den aufgemalten Streifen. 2 Tage später, am 12. August, erhielt die Redaktion der Lokalzeitung The Star einen dritten Umschlag, der ebenfalls am 10. August in Albuquerque abgeschickt worden war. Darin befand sich erneut ein Foto des Jungen, diesmal mit einem noch deutlicher aufgemalten schwarzen Streifen im Gesicht. Ob auf allen 3 Bildern tatsächlich dieselbe Person zu sehen ist, konnte nie eindeutig festgestellt werden. Die Ermittler vermuteten jedoch sofort einen möglichen Zusammenhang mit dem Fall Tara Lee Calico, da alle Umschläge aus demselben Bundesstaat stammten, in dem sie verschwunden war. Leider enthielten die Sendungen keinerlei Briefe, Hinweise oder Erklärungen, die Rückschlüsse auf die Identität des Absenders oder die Herkunft der Fotos zugelassen hätten. Besonders rätselhaft war, dass sich zur gleichen Zeit eine Frau bei der Polizei von Port St. Joe meldete, die sich selbst als Hellseherin bezeichnete. Sie behauptete, sie habe Visionen von Tara, in denen sie sich das Leben nehme und anschließend in Kalifornien begraben werde, nachdem sie von zu Hause weggelaufen sei. Außerdem erklärte sie, sie habe in einem Stripclub eine junge Frau kennengelernt, die sich ihr gegenüber als Tara Calico ausgegeben habe. Später stellte sich jedoch heraus, dass diese Person fälschlicherweise identifiziert worden war und keinerlei Verbindung zu dem Fall hatte. Viele Menschen waren dennoch überzeugt, dass diese Ereignisse miteinander zusammenhingen. Ihrer Ansicht nach war entweder die selbsternannte Hellseherin selbst für das Versenden der mysteriösen Umschläge verantwortlich, um Aufmerksamkeit zu erlangen, oder es handelte sich um ein makabres Spiel eines Entführers, der gezielt Angst verbreiten wollte. Nach dieser Version sei Tara entführt und in einem Lieferwagen quer durch das Land transportiert worden, und genau sie sei auf dem Foto aus Port St. Joe sowie möglicherweise auf weiteren später aufgetauchten Polaroid-Aufnahmen zu sehen. Könnte die Hellseherin tatsächlich etwas mit dem Verschwinden von Tara zu tun gehabt haben? Mehrere Behörden überprüften sie eingehend und schlossen sie schließlich als Verdächtige aus. Der gesamte Vorgang wurde offiziell als Täuschung oder geschmackloser Streich eingestuft. Dennoch zweifeln bis heute viele Menschen an dieser Erklärung und verweisen auf eine Reihe von Zufällen, die ihrer Meinung nach zu zahlreich sind, um bloßer Zufall zu sein. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.